Hier einige Ersatzteilpreise einschließlich Einbau. Vorderer Kotflügel ca. 500 Mark. Vordere Stoßstange ca. 220. Tür ca. 890. Auspuffanlage ca. 390 Mark. Die Inspektionsintervalle betragen 7500 Kilometer. Wiederholung der Messwerte. Von 0 auf 100 10,1 Sekunden. Von 80 auf 120 im 5. Gang 14,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 171,5 Kilometer pro Stunde. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir sind hier mitten im Nirgendwo und ich würde euch ganz gerne mein neues Projekt vorstellen. Ihr habt es gerade schon im Porn gesehen, ist ein Golf 1 1.8er 90 PS Cabrio. Ich habe an dem Wagen noch nichts gemacht, nicht mal einen Innenraum ausgesaugt oder sonst irgendwas, nicht gewaschen, gar nichts. Das ist so das Auto, das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe ihn umgemeldet. Wie gesagt, nichts dran gemacht und wir wollen halt auf diesem Kanal, ich bin leider ein bisschen spät dran, weiß ich selber. Warte mal, ich nehme mal die Sonnenbrille ab. Oh, das ist mir aber zu hell. Ich muss die Sonnenbrille, ich hoffe, das wirkt nicht unfreundlich, wenn ich die auflasse. Ich bin leider ein bisschen spät, da ich selber in den letzten, keine Ahnung, 12 Monaten, sage ich mal, nicht so viel Zeit hatte, selber YouTube zu gucken, ist mir, nachdem ich das Auto geholt habe, dann aufgefallen, dass jetzt ein Marco Degen hat, ein Jean-Pierre und so auch Golf 1 machen, aber egal, das ist ein anderes Auto. Wir werden gleich auch noch zu Tobi, ein Kumpel von uns, HMA fahren, um ihn einmal auf die Bühne zu nehmen, weil ich ihn auch von unten drunter habe ich ihn noch nicht gesehen tatsächlich. Das ist, ich mache mal Motorhaube auf, ich glaube Snowflake nannte sich diese Ausstattungsvariante. Und hier ist sogar eine Nummer drauf. Und zwar ist das Nummer 485 von 9587. Was wir so, das sehen wir schon, bevor wir den Wagen auf der Bühne haben. Ein bisschen ölig ist er. Gut, Baujahr 85 darf er auch. Macht mir unwahrscheinlich viel Spaß, dieses Auto. Das Geile ist, ich wollte halt schon immer so ein, man sagt dazu ja Erdbeerkörbchen. Ich wollte schon immer so ein Erdbeerkörbchen haben, weil ich es einfach schön finde. Und ich bin jetzt mit meinen 3 Mädels und auch schon nur mit Frau ein bisschen durch die Gegend gefahren damit. Wie gesagt, ich habe den halt schon lange oder schon länger. Und ja, es macht einfach so viel Spaß, wirklich, das könnt ihr euch vielleicht gar nicht vorstellen. Schaltungstechnisch, du musst da wirklich echt suchen, bis du da mal einen ersten Gang drin hast. Das liegt an dem Reparaturstau und da kommen wir jetzt auch gleich, was haben wir mit dem Auto vor. Zuallererst stelle ich euch das Auto vor, das machen wir gerade in diesem Video. Dann machen wir erstmal den Reparaturstau, der an diesem Wagen ist. Das ist ein bisschen, zum Beispiel das mit der Schaltung. Da springt vorne, jetzt habe ich die Motorhaube zugemacht, ich erzähle es euch nur kurz. Das ist dieses Schaltgestänge. Ist halt ein Gestänge und das ist mit Plastikköpfen, nenne ich es jetzt mal. Ich gucke mal, ob ich ein Bild im Internet finde, dann blende ich das mal ein. Und diese Nupsis, die das festhalten, die rutschen immer raus. Und dann schaltet er nur noch der dritte und der vierte. Kein Rückwärtsgang geht rein, erste nicht, zweite nicht und so weiter. Und dann musst du das halt, fährst du kurz rechts ran, steckst das wieder zusammen und fährst weiter. Also richtig abenteuerlich, es macht so viel Spaß. Das Ding hat eine H-Zulassung, ist also komplett historisch. Wie gesagt, merkt ihr wahrscheinlich gerade an meiner, mega geil, also hier mit Holzlenkrad, Felgen, Ronald Turbo, hat man früher so gefahren. Es ist jetzt nicht unbedingt auch das mit diesem, das ist alles vom Vorbesitzer oder von dem Besitzer davor, das weiß ich nicht. Sowas ist immer Geschmackssache. Ich weiß noch nicht, ob das meinen Geschmack trifft. Ich habe mich mit dem Auto ja schon relativ viel auseinandergesetzt. Ich glaube, ich würde da ganz gerne, das weiß ich aber noch nicht. Ich glaube, ich würde da ganz gerne eine 7,5 x 17 in 5 x 100 draufpacken. Und dann vielleicht sowas wie OZ Racing. Irgendwie. Weiß ich aber noch nicht. Ist das für dich eine unbequeme Kameraposition wegen deinem Rücken? Soll ich aufstehen? Vielleicht ein kleines bisschen. Okay, komm, das mache ich die ganze Zeit. Genau. Und also ist nur eine Überlegung. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das Auto, weil es hat jetzt halt gerade eine H-Zulassung. Es gibt aber nicht so wirklich viele Vorteile, die ich jetzt sehe für die H-Zulassung oder warum man sie behalten sollte. Und ich will auch, das will ich auch gleich von vorne weg sagen, nicht, dass ihr jetzt neu auf dem Kanal seid und jetzt abonniert, weil ihr denkt, hier kommt das geilste Tuning. Das weiß ich noch nicht. Schreibt mal mit in den Kommentaren, weil zum Beispiel, was ich noch nicht weiß, da würde ich eigentlich ganz gerne Philipp mal fragen, habe ich nur bis jetzt noch keine Zeit gehabt. Es gibt ja verschiedene Stoßstangen, so dass man sagt, ja, du musst dann aus diesem Baujahr musst du diese Stoßstange nehmen. Was ich zum Beispiel am allerhässlichsten finde an dem Auto, ist der Kennzeichenhalter.
Ich wüsste auch nicht, wie man das jetzt besser lösen. Also nicht nur dieses Silber, bin ich nicht so ein Freund von. Hier zum Beispiel müssten für mich wieder orangene Blinker rein. Und ein schwarzes Emblem hätte ich vielleicht auch gerne. Muss ich mal gucken. Aber wie das hier so hängt, das sieht aus wie am Panzer rangeschraubt, so, weißt du? Einfach mit einem Winkel. Ist jetzt nicht unbedingt so meins. Da würde ich zum Beispiel mit so welchen Sachen, da würde ich dann halt mal zu Philipp gehen, weil der hat ja damals, der hat ja auch einen Golf 1 und der hat ja Plan. Ne? Der hat früher, da gab es ja noch Foren, da war Instagram und so ja noch nicht, da hat er ja alles durchgekaut. Genau, dann, ich habe noch 2 Türen habe ich noch von dem Auto. Ich habe noch originale Lenkrad, originalen Schaltknauf, originalen Tankdeckel, originale Felgen, weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht alles abgeholt habe. Das ist alles noch da, was auf jeden Fall auch gemacht werden muss. Da muss ich mal gucken, was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Die Scheinwerfer ist halt echt ein Teelicht. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das früher nicht so dunkel war oder wahrscheinlich eher die Technik nicht so weit. Aber Digga, du siehst ja gar nichts, ne? Ist wirklich, ja, da muss ich auch mal gucken. Das müsste, glaube ich, H4 sogar sein, ne? Gibt es für den Golf 1 nicht auch diese Osram Nightbreaker da? Diese LED-Dinger, die jetzt jeder fährt? Ja, kann sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also das ist H4-Fassung. Müsste man mal gucken. Was ich ganz gerne machen wollen würde, das zeige ich euch mal. Eben hat er gerade noch gesagt, er will nicht übertreiben mit dem Tuning. Aber das Ding in Kreidegrau wäre schon, damit es zum Fuhrpark passt. Aber vielleicht, wie gesagt, ich weiß es absolut noch nicht. Vielleicht lassen wir auch einfach die Patina so, wie sie ist. Wir gucken nachher mal, ob er von unten rostig ist oder nicht. Und machen den einfach nur wieder ein bisschen hübsch. Was ich auf jeden Fall machen wollen würde, das hier zum Beispiel, das muss in schwarz, finde ich so in dem Grau jetzt nicht schön. Und was wir auch machen, ich mache das mal zu, das ist ja hier noch ganz alt. Achso, nee, erstmal muss man das aufmachen. Dafür legst du das hier an der Seite. Zack. Normalerweise ist das hier mit Bändern befestigt, das habe ich jetzt nicht gemacht. Und dann hat man hier, ich glaube, so, jetzt ist er eingehakt. Das mache ich jetzt nochmal auf der anderen Seite. Jetzt kannst du das ganze Ding hier einfach zumachen. Wird dann über diese beiden Dinger, was ich euch zeigen will. Oh, hier ist ein bisschen. Ich habe heute Morgen einfach nur das Dach runtergeklappt. Hier sind 2 Löcher. Hier ist ein Loch und hier ist ein Loch. Jetzt will ich die nicht unbedingt, also da habe ich jetzt von hinten einfach nur einen dran, hier so ein Panzertape, sag ich mal, einfach nur dran geklebt. Das hält jetzt so auch dicht, aber ich hätte es ganz gerne neu, glaube ich. Weil reparieren, also auch das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr damit Erfahrung habt. Ich hatte vorher noch gar kein Cabrio. Deswegen weiß ich nicht, weil ich würde nicht wollen, dass man die Reparaturstelle sieht. Ne? Deswegen würde ich, glaube ich, und die Teile sind, also das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, was ist viel, was ist nicht viel. Aber wenn ich euch sage, dass, was waren das, 380 € für ein komplett neues Verdeck? Irgendwie so. eBay Kleinanzeigen ist voll. Dann ist das nicht die Welt. Ne? Das muss jetzt nicht von heute auf morgen passieren. Es wäre nur für die Optik, aber ich würde es ganz gerne machen. Genauso hier seht ihr, das ist hier zum Beispiel gelb angelaufen. Das hat nichts mit dem Verdeck zu tun. Das ist nur geschraubt, glaube ich. Oder genietet. Das würde ich auch ganz gerne. Ich weiß nicht, ob man das sauber kriegt, aber weiß bin ich eh nicht so der Freund von. Also für die Innenausstattung zumindest. Himmel, Innenausstattung ist okay, aber den Himmel hätte ich dann, glaube ich, auch ganz gerne in schwarz, wenn sowas möglich ist. Das weiß ich tatsächlich nicht. Die Innenausstattung, ja, die haben Sie vielleicht im Porn gesehen schon. Ja, Innenausstattung ist weiß kariert. Ich weiß nicht, ob die eine spezielle... also es gibt ja sowas wie GTI-Muster und sowas, ne? Ich weiß nicht, wie man das jetzt gerade nennt. Ja. Aber es ist wirklich, wie gesagt, es macht mir einfach so viel Spaß und ich freue mich darauf. Ich habe ihn geholt, weil ich schon immer so ein Auto haben wollte und will ihn aber mit euch zusammen wieder entweder hübsch machen oder halt, wenn du einen Golf 1 hast, dann ist das erste, was dir in den Kopf kommt, ist ein G60. Zum Beispiel, ne? So ein G60-Motor oder so ein 1.8T oder irgendwie sowas. Wäre schon geil. Wie gesagt, da ist jetzt ein 1.8er drin mit 90 PS. Fährt sich super gut und Leistung und so brauche ich eigentlich nicht. Ein G60 wäre dann, glaube ich, eher was für die Soundkulisse. So. Auspufftechnisch würde ich ganz gerne noch was machen. Da gucken wir uns nachher mal an, wie der aussieht noch. Und was ich auch gerne machen würde, aber dann hast du halt wieder dann ist die Haarzulassung wieder weg, ein anderes Radio. Weil ich habe zwar hier, kann ich euch mal zeigen, es gibt so Kassetten, also hier noch ein altes, das ist von 94.
Ein Kondom habe ich hier noch gefunden. Es gibt hier so Bluetooth-Kassetten. Das Problem ist, Kassette ist ja immer Mono. Es gibt ja Mono und Stereo. Und ich kann jetzt hier über mein Handy zwar dann Musik abspielen, aber dann kommt es nur links raus. Oder nur rechts, weiß ich gar nicht. Ich habe es noch nicht mal probiert, weil ich ja schon weiß, dass Kassette ist immer Mono. Werden die meisten wahrscheinlich, die jetzt so gucken, gar nicht mehr kennen. Ne? Das ist eine Kassette. Da war früher die Musik drauf. Das war früher ja, das... Warte, Wespe. Bist du wieder da? Das war früher das Spotify. Weiß ich noch ganz genau, früher, da haben wir uns Musik hier, aber ja, anderes Thema. Die Älteren unter euch werden das noch kennen. Ja, sonst, also was ich schon weiß, ist Schaltung. Habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Die Schaltung muss auf jeden Fall gemacht werden. Den Rest gucken wir uns gleich bei Tobi in der Werkstatt an. Wie gesagt, ein anderes Radio wegen der Soundkulisse würde ich auch eigentlich ganz gerne haben. Und Boxen müssen, also die Boxen müssen neu. Und ja, das war's eigentlich. Mehr gibt es zu diesem schicken Kfz nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal in die Werkstatt zu Tobi und heben das Ding mal auf die Bühne und gucken mal, wie der Zustand so ist. Ja gut, ist er ölig, ist er fröhlich, würde Herr Kess jetzt sagen. Ölleitungen sind auf jeden Fall schon mal neu gekommen, das weiß ich. Dann wurde ein zusätzlicher Ölkühler verbaut, das weiß ich auch. Das können wir uns oben gleich nochmal angucken. Wir warten jetzt mal kurz auf Tobi, ist der Inhaber hier. Habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Weil die Leute fragen dann immer, ja, warum bist du jetzt dahin gefahren und nicht... Ich muss ganz kurz ans Telefon gehen, die Regierung ruft an. Ich bin mitten im Dreh. Was denn? Nudeln bitte. Mit Hähnchen, ja. Nee, mit Hähnchen bitte. Danke, tschüss. Dann darfst du auch ruhig anrufen. Viele Leute werden immer in den Kommentaren oder schreiben in den Kommentaren, warum bist du jetzt dahin gefahren? Tobi ist ein guter Freund von uns. Ich hatte vorhin angerufen, ob er eine Bühne frei hat. Und BK ist im Urlaub. So, deswegen nutzen wir jetzt einfach mal die Bühne, weil ich einmal mit euch unter das Auto gucken will. Was ein bisschen schade ist tatsächlich, dass der Auspuff echt auch noch richtig gut aussieht. Ich hätte da eigentlich ganz gerne, ich habe ja zum Beispiel beim Golf habe ich alles von HG und also von HG Motorsport und ich habe gesehen, dass HG Motorsport sogar für den eine Auspuffanlage hat. Hätte ich gerne. Weil, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, ist ein 1.8er Motor mit 90 PS. Der ist jetzt vom Sound her ist okay, ne? Also ist okay, aber könnte natürlich viel, viel krasser sein. Aber bevor ich jetzt wieder ans Tuning denke, wir wollen erstmal den Reparaturstau quasi. Die Substanz checken. Genau, die Substanz checken. Aber ich bin, also wie gesagt, es kann sein, dass Tobi hier gleich Hände über den Kopf schlägt, aber ich sehe jetzt nichts, wo ich sage, guck mal, da ist er. Wo ist er? Das ist der Tobi. Danke, dass wir deine Bühne und dein geschultes Auge benutzen dürfen. Gerne. Was ich schon gesehen, genau, mein neues Projekt. Was ich schon gesehen habe, ist, ein bisschen ist er ölig, ist er fröhlich? Ist gut, ist viel, ne? Ja. So wie es aussieht, Ventildeckeldichtung. Ventildeckeldichtung? Auf jeden Fall. Also den Ring am Getriebe, am Differential, die beiden auf jeden Fall. Ich wollte gerade fragen, ob wir uns das aufschreiben, aber wir haben es ja auf Kamera. Richtig. Und du hast ja genug Zeugen. Können wir genau sagen, was das alles gemacht werden muss. Aber so rostmäßig und so, echt gut, ne? Gut, 2, 12.1 Plattform halt, ne? 12.1 hat nichts. Alles in Ordnung. Soweit. Bis auf Ölfeucht, ein bisschen ölig und so. Ja. Das Einzige, was... Das Fuchslager wird, die sind so leicht eingerissen. Also leicht rissig schon, aber du hast ja noch Zeit. Da kommst du ohne Probleme. Kannst du das auf der Kamera drauf? Leuchte mal dahin bitte, dass wir das den Zuschauern auch direkt, dass sie auch wissen, was hier Sache ist. Was ich gesehen habe tatsächlich, hier ist so eine Manschette, nennt man das, glaube ich. Die gehört da, glaube ich, gar nicht hin. Nee, die gehört eigentlich normalerweise hier vorne. Weil ich habe nämlich das Problem, Dominik, komm ruhig hierher, das habe ich schon mal gesagt, ne? Dominik ist nicht bei uns als Kameramann angestellt, übernimmt das hier gerade in seiner Freizeit. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich habe manchmal das Problem, dass vorne ist so ein, das ist ja hier alles nur ein Gestänge und oben drinne, da geht dann immer so ein Ding auseinander, so eine Stange, weil so ein Plastikkopf, ne? Den du so ranklickst. Hier vorne, bestimmt. Nee, oben drin. Das springt immer raus, muss ich dann wieder dran machen. Aber generell, ich habe auch Probleme, dass normalerweise drückst du ja runter, um dann einen Rückwärtsgang. Brauche ich da gar nicht machen. Den ersten Gang an der Ampel muss ich immer so ein bisschen suchen. Das muss ich auf jeden Fall... Aber das ist ja meistens, weil das Schaltgestänge komplett ausgeschlagen ist. Halt, ne? Ja. Das müsste mal vielleicht irgendwann mal neu gelagert werden. Ja. Ob man da noch Teile bekommt. Ja, du alles. Nein, du kriegst echt wirklich alles. Ja. Also ich habe das allererste Mal in meinem Leben, bei eBay Kleinanzeigen kannst du ja dir eine Benachrichtigung geben lassen. Ich kriege alle 5 Minuten mit meinem Handy, weil da irgendjemand Teile online stellt. Es gibt bei Special Parts gibt es jede Menge Teile für den Wagen. Bei MK1 Garage gibt es jede Menge Teile bei Werk 34 oder 32, 34.
gibt es On-Mast-Teile dafür. Also Hat der einen Ölkühler schon drin? ja, genau. Der ist aber undicht an den Anschlüssen, die müssen nochmal neu abgedichtet werden. Ja. Auf jeden Fall. Gehen wir von aus Zahnriemen Simmering, der sollte auch mal getauscht werden. Zahnriemen, weil hier auch alles rauskommt mit Öl. Ja, also das ist schon ein bisschen ölig halt. Einmal kommt Aber ist das von dem Kostenfaktor, also Werkstattleistung plus Ersatzteile, also die Ersatzteile sind nicht teuer, aber ist das viel Aufwand, dann sowas zu beheben? Das geht. Das ist echt entspannt. Aber rostmäßig wurde ja gar nichts. Mit Roststelle? Gar nichts. Rostmäßig ist mega. Der ist auch innen drin, wenn man die Tür zum Beispiel aufmacht, siehst du auch richtig das Wachs da noch. Also das ist echt gut. Ja. Nicht mal eine Rostblüte. Ja, oben am Scheibenrahmen hat er so ein kleines bisschen, ne? oder hier so ein bisschen Flugrost. Ja, gut, Aber von der Substanz her, überlegt euch bitte, das Auto ist Baujahr 85. Ne? Das ist älter wie der Ofen. Doch schon so weit? Doch schon so jung? Sind's? Wollen wir ein bisschen runterlassen? Ja, mach mal. Na gut, hier ist ausgeschlagen. Was will noch mehr? Der Wagen ist in einem besseren Zustand als alle anderen Fahrzeuge von mir. Wahrscheinlich. Radlager hinten, leichtes Spiel. Entweder kann man es nachstellen und man macht nochmal Neues. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe da vielleicht schon was liegen. Achso, ja, hier hat gar kein Spiel. Es sind halt so Schönheitssachen, ne? Hier sowas zum Beispiel. Aber sonst. Das hier reicht auch nicht. Im Sommer liegt werden hier komplett die ganzen Anschlüsse. Ja. Ja, das würde ich ganz gerne sowieso irgendwie vielleicht ein bisschen, hier zeig das mal, der Ölkühler. Ich glaube, dass man den ein bisschen besser positionieren könnte. Ein bisschen weiter runtersetzen, halt, ne? Dass er genau hier zwischen sitzt. Genau. So bekommt er nur die Hälfte der Kühlung. Ja. Wollen wir mal in den Motorraum reingucken? Ja. Dann machen wir mal die Bühne wieder runter, ne? Die tolle. Die Ja. Schön leise ist. Das Geile ist, dass so wie er hier steht, so wie er hier steht, hat er halt komplett TÜV und HGK-Zulassung. Ne? Mit dem Ölverbrauch? Naja, der hat jetzt keinen frischen TÜV. Ach so. Ja, hier sieht man auch Ventildeckelsdichtung, sieht man sofort, dass die undicht ist. Komplett einmal. Mal der Öldeckel, dass er auch mal, wenn man neu muss, die Dichtung wieder dran sitzt. Ja. Ja, das würde ich alles. Ich will auch einmal komplett, weil ich glaube, dass das ein richtig geiles Vorher-Nachher geben wird bei dem Auto. Eisstrahlen. Trockeneis, ja. Trockeneis. Auch sehr gute Sache. Danach hast du einen Neuwagen. Fast. Ja, da bin ich Aber wirklich sehr mal. schön. Da machen wir ein einzelnes Video zu. Wird wahrscheinlich nicht viele geben, die das interessiert, aber ich will das trotzdem einfach mit festhalten. Alles, was wir hier an dem Auto machen, begleiten wir auch. Und so, also du sagst, ist alles tippi, ja? Alles tippi. Du hast nur diese Ölgeschichte, ne? Den Ölverlust. Der müsste mal beseitigt werden. Aber da wo Öl ist, kann auch nicht rosten, ne? Was ich halt krass finde, ist, dass das hier einfach, da ist gar keine Ummantelung drum, gar nichts, ne? Das ist ja nur Masseband. Weil Masseband braucht keine Ummantelung drum. Nee? Kann nichts passieren. Okay. Das sehe ich jetzt auch. So war das früher. Ja, das ist echt krass. Hier, guck mal, da siehst du überall das Wachs, ne? Ja. Damit haben die das komplette Auto gemacht. Sehr, sehr schick. Einmal neu abdichten. Den Motor komplett. Und dann Top-Auto. Für die Laufleistung. Da braucht man ein bisschen Öl, ne? Jetzt kannst du dir sagen, der hat jetzt darum 256.667 Kilometer runter. Das ist nix. Also für Baujahr 85 ist das nix. Kühlmittel sieht auch noch gut aus. Ist kein Öl drin. Wenigstens da nicht. Ja, wenigstens da nicht. Aber gut, wenn es so weitergeht, ist ja auch bald kein Öl mehr im Auto. Hier ist eine Schelle, warum auch eine Schelle hier ist. Keine Ahnung, warum die da hingemacht haben. Die geht da eigentlich nicht hin. Okay. Hier diese Querstange, ne? Ja, genau. Und die Stange, die hier so nach vorne geht, die ist, dass die immer rausspringt. Dann kann ich nur noch dritte, vierte schalten. Das war's. Das ist einer aus dem Zubehör, ja. Sieht man sofort. Das ist keine Originale. Deswegen springt die immer raus. Nee, weil du sicherst das ja mit so einem Nupsi und der ist schon ausgeleiert. Aber das ist auch. Wenn du die hier meinst, die hier hinten. Die so leuchtet hier, die noch fast neu aussieht. Ja, genau. Ja, das ist ja einer aus dem Zubehör, das ist kein Original. Okay. Sieht man, dass das Zubehör ist. Ja. Deswegen. Ach genau, VW Classic Parts hat auch so viele Sachen noch. Und was wir auch gesehen haben, es gibt sogar noch den Hersteller, also hier Karmann, da wurde die Dinger ja gemacht. Und es gibt sogar noch den Hersteller, die damals die Dächer gemacht haben, also die Verdecke und die komplette Innenausstattung. Ganz frisch Fullservice bekommen. Ja, ich würde aber trotzdem... Der Zahnriemen wurde bei 213 gemacht. Mensch. Oh, geil. Auch schon. Ölwechsel und so würde ich dann auch natürlich, also was wir machen müssen, Motor abdichten, muss einmal abgedichtet werden, dann diese Stange, damit mir die Gänge nicht immer rausrutschen, unten drunter das Gestänge nochmal wieder richtig lagern. Genau. Und ja, ich glaube, das war's. Ne? Die nachträglichen Ölkühler halt. Ne? Und den Ölkühler noch einmal ein bisschen umsetzen, damit der wirklich 100% seiner Leistung auch wiedergeben kann. Genau. Und dann haben wir zumindest erstmal einen Reparaturstau. Ich will nämlich jetzt nicht anfangen gleich mit Tuning, sondern erstmal das Auto wieder auf Vordermann bringen, dass er top aussieht. Und geil, ich bin echt zufrieden. Für den Preis. Ja, kannst du gar nichts sagen. Kann man nichts Kannst du gar nichts sagen. Ja, schick, schick. Ja, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Immer wieder. Ja, genau, das ist so ein Problem hier an dem Rahmen. Da Passant aber.
Weil Wasser hinterläuft, dadurch rosten die halt, ne? Genau, das sind ja nur so Steckdinger. Genau, die sind auch reingezogen, die Scheiben. Ja. Und dann zieht sich irgendwann das Wasser hier drunter und dann fängt das an zu rosten. Ja. Leider. Aber sonst kann man jetzt sagen, Innenausstattung, wenn das immer noch die erste ist. Ist immer noch die erste. Und ich habe schon mit dem Aufbereiter gesprochen, er kriegt das sogar wieder hin, dass das wieder top aussieht. Richtig gut. Er sagt, das sind keine tiefen Verschmutzungen. Schönes Radio hast du auch. Ja, leider. Also ich würde da ganz gerne, aber das ist ja auch, wenn ich hier da jetzt ein anderes Radio reinstecke, dann ist Harzverlassung weg, ne? Ja, das stimmt. Also das ist ein bisschen, da muss ich noch mal gucken, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Wollen wir das Ding, ich weiß es noch nicht, aber würdet ihr, egal, Haarzulassung brauchen wir nicht, oder sollen wir das Ding so bauen, dass es weiterhin Haarzulassung hat? Ah, weiß ich noch nicht. Was willst du machen, so aus dem Bauch heraus? Eigene Entscheidung. Weil, guck mal, gehen wir mal durch. Welche Vorteile hast du durch Haarzulassung? Du bezahlst nur 191 € Steuern, wobei ich noch nicht mal ausgerechnet habe, was er mit... Richtig, das ist die Frage, was du jetzt an Steuern bezahlst generell. Ne? Genau. Und du darfst ohne Plakette in der Innenstadt. Ja, wir wohnen in Hannover, unsere Umweltzone gibt es nicht mehr. Das sind die beiden einzigen. Das sind diese Vorteile gewesen. Ja. Mehr brauchst du ja auch nicht normalerweise. Ne? Ja. Und das zusätzliche Haar macht das Kennzeichen halt auch noch länger. Ich meine, bei dem Auto jetzt tatsächlich nicht schlimm. Du kriegst so viel positives Feedback zu diesem Auto. Und es macht mir auch so unwahrscheinlich viel Spaß, damit einfach zu fahren. Ich bin mit den Mädels gefahren, ich bin mit meiner Frau gefahren. Dominik auch gerade eben gemerkt, wie krass die Leute einfach da drauf reagieren. Ein sehr schönes Auto für den Zustand. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke fürs Zusehen. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr das Projekt auf jeden Fall verfolgen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.